Das ist auch wieder ein interessanter Charakter aus Skypiea. Eine von 2 Geschwistern, die sehr nervig waren. Die haben gegen Ruffy und Lysop und Sanji gekämpft. Also 2 gegen 3. Waren sehr anstrengend. Der sagt mir auch was. Oder? Der war auch auf Skypiea. Holy. Also so wie die Getränkemarke sozusagen. Und das ist... Ne, den anderen haben wir auch noch nicht gesehen. Aum, glaube ich, ist der Schwertkämpfer, gegen den Zoro dann bestanden hat. Und das ist sein Haustier. Das ist ein bisschen wie Chopper bei den... bei der Bande ist er quasi das Haustier. Aber auch sehr stark, weil ich glaube, der kann irgendwie Kung Fu oder so. Das ist halt auch geil. Crazy Dog. Okay. Ja, das ist wieder so ein Charakter wie Gru. Riesiger, runder Oberkörper und irgendwie kleine, starkslige Beine. Ja, Lore bestimmt dahinter. Dr. Hockback Ja. ist tatsächlich ein Arzt, aber nicht unbedingt ein guter. Okay. Eine schöne Dualität zu Chopper, der ja auch ein Arzt ist, aber eher so einer der Guten. Erinnert mich tatsächlich im DC-Universum ein bisschen an den Pinguin. Hier aus Batman ein bisschen. Aber noch Genau, in den ganz Nase. alten Film von wem wurde denn der gespielt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, kriege ich gerade auch nicht zusammen. Aber daran hat es mich gerade erinnert. Genau, die kennen wir schon, die haben wir vorhin schon gesehen. Ah ja, das Die sind kenne ich. 2. Ja, genau, die musst du auch kennen. Die mit Kuro sozusagen zusammen. Ja, ist auch sehr ähnlich. Katzen, Krallen, Handschuhe und so weiter. Oh ja, Wow. hier haben wir eine Super Rare. Das heißt also, das ist jetzt mal eine andere Seltenheitsstufe im Vergleich zu den Rare-Karten. Ich kann noch mal schauen. Die sind Sehr cool. speziell vom Rand her etwas anders. Die Rare-Karten haben so einen ganz normalen weißen Rand, ohne irgendwas. Und die Super Rare-Karten haben meistens so eine angedeutete Weltkarte am Rand mit so einem Gradnetz. Auch nochmal hervorgehoben. Wie kann man so ein bisschen erkennen? Und meistens ein aufwendigeres Design. Was jetzt hier bei Echt schön gezeichnet. Holy Lord. Rebecca dargestellt ist, genau. Auch so in einem Blumenmeer und so weiter. Und da sieht man eben, dass da mehrere Künstler dran arbeiten. Wahnsinn. Einfach um diese Reichweite oder dieses Spektrum besser abdecken zu können. Und bist du jetzt so zufrieden mit den Öffnungen? Oder wie sieht's Absolut. aus? Also, Absolut. dass wir schon eine Alternate Art drin haben. Ich glaube, da gibt es, jetzt muss ich lügen, maximal 2 oder regulär 2 oder eine pro Box. Ach so. Die ist sehr cool, weil ich mag den Charakter. Aber ja. Und Super Rares sind auch nicht so oft. Ich glaube, es gibt insgesamt 10 Okay. verschiedene. Ja. Schön, wenn es sich bisher lohnt. Das ist die Hauptsache. Ja, absolut. Geil. Die ist auch sehr lustig. Die alte Stasi-Oma. Geil. Hat die eine Aufgabe, ohne jetzt viel zu spoilern, weil der Charakter ist eigentlich auch nur ein Nebencharakter. Skypiea, deswegen wieder die Flügel. Die ist insane. Die liebe ich. Die Personen oder die Piratenschiffe, die auf die Sky Islands kommen, müssen eine Gebühr zahlen, dass sie da hoch dürfen. Und das pro Kopf. Und sie steht quasi eigentlich nur am Eingang und macht Fotos von den Leuten, die da reinkommen. Ja. Und weist aber nicht darauf hin, sie weist darauf hin, ihr müsstet übrigens so und so viel bezahlen pro Kopf. Ja. Ihr könnt aber auch so durchfahren. Dass es dann aber eine Strafe ist, wird dann, ja. Tatsächlich. Erstens habe Rebecca mit mehr Kleidung fast nicht erkannt. Okay. Ja. Also Sie hat normalerweise nichts so ein kämpferisches Outfit an. Okay, alles klar. Aber das eben sehr, ja. Wir waren mal in Irland unterwegs, eine Woche lang, so 10 kämpferisch, so 10 Tage lang. Und da waren wir in irgendeinem Touri-Spot. Und da haben die für die Parkplätze auch Geld genommen, ne, ganz normal. Aber nicht
pro Wagen, sondern pro Person, die in diesem Wagen ist. Also wenn du 4 Mann in Person warst, in dem Wagen waren, dann haben wir, ich glaube, wir hatten 16 Euro pro Nase oder so, musstest du dann an Parkgebühr zahlen. Das ist Wahnsinn. Und nur wegen der Stasi Omi eben gerade, die übrigens eine mega geile Frisur hat. Ich feiere die hart. Ja, absolut. Das ist so einer der Charaktere, die im Gedächtnis bleiben, auch wenn sie kaum Screentime haben. Mhm. Ja, und halt einfach diese Kamera den ganzen Tag am Rumschleppen. Genau. Das ist wieder ein Marinetypi mit einer wieder interessanten Frisur. Irgendwelche lila geflochtenen Zöpfe. Den kenne ich aber nicht. Glaube ich. Also mir sagt es jetzt gerade nicht. Ich glaube, der kam auch nicht so oft vor. Okay. Aber da gibt es sehr viele von diesen Marinetypis. Haku, wollt ihr dann die erste Staffel? Habt ihr schon die erste Staffel geguckt oder dann die zweite? Und Schatz, wir waren ja mit dem Auto unterwegs, wir konnten nicht weiterlaufen. Wir konnten nur weiterfahren, aber das war halt Touri-Spot Nummer 1 und deswegen haben wir uns gedacht, okay, einmal mitnehmen. War scheiße letztendlich. Also Touri-Spots niemals in Irland abgrasen, das bringt gar nichts. Okay. Ja, Touri-Spots sind oftmals, so eine Sache. Genau, nochmal Nico Robin. Sieht auch wieder, je nach Künstler, ein bisschen anders aus. Hat so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, Junji Ito nicht, aber so diese Gesichtsform, so ein bisschen breit gezogener. Ja. Ja, an sich arbeitet ja, zumindest stelle ich es mir immer so vor, One Piece, da sind ja die Gesichtszüge eher, also die Gesichter eher rundlich unten hin. Und hier ist es ja kantiger und vor allen Dingen die Augenbreite, na? Also diese langgezogenen Augen. Genau. Das ist so ein sehr krasser Unterschied. So dieser typische große D-Mund, der einfach nur wie so ein großes D auf der Seite aussieht. Ja. Und halt die großen Anime-Augen natürlich. Da ist halt hier mal ein anderer Künstler dran. So, wieder eine Eventkarte. Ist nochmal Enel. In komplett. Hat auch coole Hosen an. Eminem, genau. Freunde nennen ihn Eminem. Okay. Ja, okay, das ist auch ein Charakter, da muss ich jetzt überlegen. Der sagt mir aktuell nichts, aber man sieht im Vordergrund ausgeblurrt nochmal Enel. Ja. Ich glaube, das ist aus einer Side-Story. Es ist auch so ein Ding bei One Piece im Manga. Gibt es Geschichten, die nur dadurch dargestellt werden, dass in der Coverart, also quasi von dem Kapitel, die erste Seite, wo einfach nur steht, welches Kapitel das ist und was, wie das heißt, wird ein Bild dargestellt. Und über diese Coverarts, also pro Kapitel genau ein Bild, werden teilweise sehr lange Geschichten erzählt. Ach was, okay. Wie es mit Charakteren weitergeht, die aus der Geschichte quasi entweder ausgeschieden sind oder vielleicht später nochmal wiederkommen oder so. Ja. Wie es dann mit denen weitergeht. Das ist so wie so eine Nebenquest oder eine Nebengeschichte. Das ist cool. Und ich glaube, das kommt aus einer Cover-Story mit Enel. Und dann haben wir hier noch eine Rare-Event-Karte. Sogar da auch noch mit einer Szene, sogar noch richtig, okay. Genau, das ist Don Creek, auch wieder im Baratie, wo Sanji und Ruffy da im Hintergrund stehen und die ihm jetzt erklären, oder er denen irgendwas erklärt, was jetzt Phase ist. Aber warte, vorhin hattest du auch gesagt, die Rares haben weißen Rand. Die ist jetzt auch. Ja, ist richtig, weil das eine Eventkarte ist, die hat einen goldenen Rand. Genau, das ist dann quasi von dem Grundlegenden hier ist eine normale Eventkarte.
in Common. Die hat auch schon so dieses Gelbe. Aber hat Ja, halt nicht so kann den man's Schimmereffekt, ne? Genau, hat nicht den Schimmereffekt. Mhm. Genau. Also ja, das ist eher so die Motivation, wo ich gemerkt habe, das macht mir mehr Spaß, als, ich sag mal, auf Turniere zu fahren und mir Taktiken auszudenken. Hat auch also absolut, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Aber ich finde halt die Storys und die Darstellungen, die Zeichnungen, das macht mir sehr viel mehr Spaß, wenn ich sage, okay, ich sammle die jetzt und erfreue mich daran. Jo. Zum Beispiel diese riesige Katzenfisch. So eine Winkekatze, ne? Ist wie so eine Winkekatze, aber die ist halt riesengroß, schwimmt irgendwie im Meer. Ja. Und sieht aus wie eine Winkekatze, ja. Den könntest du auch kennen? Den kenne ich einer der auch, ja. Ersten Charaktere, einfach nur ein Bandit, also quasi irgend so ein Typ, der ganz am Anfang, als Ruffys Hintergrundgeschichte gezeigt wurde, wie er als Kind zu der Frucht gekommen ist, Ruffy mitgenommen hat auf so ein kleines Schiff und dann abgehauen ist. Und das Schiff dann von so einem Seeungeheuer angegriffen wurde. Und Ruffy im Wasser schwamm, bevor Shanks ihn gerettet hat. Also der eigentlich mit an Shanks Schicksal schuld. Sozusagen. Jein. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Okay, alles klar. Ich spoilere nicht. Okay. Den kenne ich. Den kenne ich. Genau. Moji. Also wie Mochi, nur Moji. Emoji, nur Moji? Genau, also Moji und ich glaube, die kleinen Dinger heißen Mochi. Also mit CHI und das ist mit JI in dem Fall. Achso, du meinst Mochis gerade? Achso, ich dachte. Mochis, genau. Also das Reis, die Süßigkeiten, ja. Ja, genau. Auch wieder sehr cool gezeichnet, mit sehr viel Struktur. Kurz nur eine Common-Karte ist. Auch wieder mit viel Dynamik, ja. Cool. Interessant, genau. Viel Dynamik, diese Peitsche und die Steine, die rumfliegen und alles. Hat was. So. Der ist geil. Kontrastprogramm. Geil. Kaum Details, aber auch eine schöne Darstellung. Ruffy an einem aufblasbaren Kraken, der sein Schiff trägt. Wie es dazu kam, erfahren wir in der Serie. Ja. Oh, da sehr haben wir Ruffy cool. selber. Genau. Auch eine sehr schöne Szene. Im Hintergrund sieht man noch einen anderen Charakter, Trafalgar Law. Da flüchten sie, glaube ich, gerade. Ist auch auf Dressrosa, was wir vorhin schon gesehen haben, auf einem Stier. Ja, wollte ich gerade fragen. Da sieht man noch so den Schwanz. Schwanz. Ja. Und genau, ist auch so ein Ding, dass Ruffy wilde Tiere für sich gewinnen kann. Ich will nicht sagen zähmen, aber zumindest temporär für sich gewinnen kann und für seine Sache begeistern kann. Kommt sehr, sehr, sehr oft vor. So, dann haben wir noch eine Rare-Karte. Den Bartolomeo. Also die Artstyles in dem Anime, die sind echt, oder Manga sind echt heavy. Die Klamotten dazu noch, das ist Peak, das ist Wahnsinn. Das ist schon sehr cool, weil man immer wieder was Neues sieht und man denkt sich so, ey, der kann sich doch einfach nicht noch mehr Neues ausdenken. Oder? Nee, aber er schafft es doch. Wer ist der Mangaka? Oda, ne? Ist das ja. Okay. Eiichiro Oda. Genau. Ja, das gehört halt auch so zu einem der Erkennungsmerkmale von One Piece, die sehr krassen Unterschiede in den Charakterdesigns. Neben dem Worldbuilding. Ja, die Lore dahinter ist halt insane. Ja. So, haben wir nochmal Nico Robin. Auch nochmal Nico Robin, aber diesmal eine Eventkarte. Auch wieder Original-Artstyle. Ich glaube, die Eventkarten sind oftmals im Original nicht von irgendwem anders. Ja.
Was zu beweisen wäre? Genau. Das ist die andere von den beiden Schwestern. Wo wir vorhin schon dieses, ja, ich sag mal, geflügelte Schweinchen mit Hörnchen haben. Okay. Hier haben wir Oha, das war eine Arc, da gab es viele neue Charaktere. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich kann es ablesen. Ist nur eine Ausrede. Streng dich an. Kannst du es lesen, oder? Ich überlege gerade, das sind 2 O's, dann kommt ein Ro. Oronbusu? Macht das Sinn? Ich find's krass, dass du das. Also Orlumbus. Doch, der klang so, hieß so ähnlich wie Kolumbus. Hier hieß er Orlumbus. Okay. Weil er so ein typischer Seefahrer, ja klar, Pirat halt. Aber ja, die Darstellung ist auch wieder hier schön detailliert. Sowohl Soft Shading, also diese weichen Schatten, als auch diese krassen Linien, die das schattieren. Sehr, sehr schön gemacht. Orlumbus. Ankommen. Und dann haben wir noch eine Super Rare. Okay, das ist Enel. Gott, ja. Holy, echt, ja? Ja, ich hab's jetzt nur erkannt, wenn ich es mir so ein bisschen gedreht vorstelle, dass er wieder diese Trommeln im Hintergrund hat. Okay, ja, okay, check. Aber er ist quasi mitten in einer Attacke. Deswegen die etwas verzerrten Gesichtszüge und auch so Körperformen. Auch sehr cool. Insane. Ja, und auch so, dass so dieser Wert drauf gelegt wird, dass man sagt, okay, die Hand hier vorne stellen wir bewusst unscharf dar, weil die weiter im Vordergrund steht. Also man hat einen sehr schönen 3D-Effekt. Auch dadurch, dass es so über den Rand hinweg ragt. Das ist wahr. Über die Zahl oder an der Zahl vorbei. Das ist sehr cool gemacht. 3 Stück noch, dann haben wir die Hälfte. 24 Packs ist schon ordentlich. Das ist relativ viel, ja, absolut. Da kann man natürlich auch überlegen, ob man sich das aufteilt oder ob man sagt, nee, ich reiß einfach alles auf einmal auf. Das ist ganz deins, ne? Also, wie du das möchtest. Wenn du natürlich jetzt gerade in so einem Flow bist und dir sagst, Scheiße, bevor ich hier nicht alles geöffnet habe, gehe ich hier nicht weg, ist es ja auch vollkommen nachvollziehbar. Ja. Genau. Es wäre auch so eine super Sache für einen Adventskalender zum Beispiel. 24 Päckchen, jeden Tag 1. Das kann man auch wunderbar machen. Das stimmt. Das ist eine super Geschenkidee für alle, die One Piece-Fans oder TCG-Fans haben. Achso, das habe ich gar nicht erklärt. Das ist Absalom. Auch einer von den Bösewichten, der mit Sanji ziemlich sich in die Haare gekriegt hat. Aufgrund der Teufelsfrucht, die er hat. Die Sanji original mal haben wollte, aber nie rangekommen ist. Okay. Ich sage aber nicht welche. Die hatten wir? Die sind ja schon zum 3. Mal, glaube ich, jetzt mittlerweile. Genau. Also die kommen und ankommen Karten, die kommen immer mehr. Das ist auch nochmal einer von der ist einfach nur Sai. Von Dressrosa. Auch sehr cool. 55 eine Euro pro Display, also 110 für 24 Booster. Boah. Das ist insane. Nee, 24 Booster an einem Display. Also es sind quasi jetzt, ich weiß nicht, hier für 55 pro Display, das ist quasi jetzt eine Box oder ein Display. Und da sind schon 24 drin. Das heißt also, das ist tatsächlich relativ günstig. Ja, wer das wohl ist, also der Name sagt Ruji. Also ehrlich, so Lucy. Okay. Ganz ehrlich, der erinnert mich am meisten erinnert er mich gerade an und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber komplett anderer Anime aus Dragon Ball an den Lehrer. Ja, Muten Roshi. Muten Roshi, genau. Wegen des Barts, genau. Das ist ein Charakter, es ist aber schön, dass sie den mit reingebracht haben, weil das eigentlich nur ein Deckname für einen Charakter ist. Okay. Für den sich Ruffy bei einem Turnier angemeldet hat und wenn er aber sich Ruffy genannt hätte, hätte ihn ja jeder erkannt. Steckbrief und so weiter. Blöd. Ja, das heißt, dass er hat sich
einen Hut aufgesetzt und eine Sonnenbrille und andere Sachen und hat sich dann als Lucy statt Luffy da angemeldet und ja. Aber das ist nicht Ruffy. Ich verrate aber nicht, wer das ist. Das muss man dann sehen. Okay. Wenn man es sehen möchte. Und jetzt haben wir wieder eine Rare-Event-Karte. Wie eine Treppe aus Barrieren gebaut wurde von Bartolomeo, den wir vorhin schon hatten, der die Barrierenfrucht quasi gegessen hat und Ruffy freut sich voll. Und daneben freut er sich auch, dass Ruffy sich freut. Und daneben stehen große Hilfsnussknacker. Dieser Artstyle ist so insane. Geil. Ja, es gibt quasi nichts, was es da nicht gibt. Also 24. Sehr interessant gemacht. Was ist jetzt eigentlich richtig? Luffy oder Ruffy? Das ist eine gute Frage. Hatten wir vorhin schon einen Ruffy? Ja. Moment, ich gucke mal ganz schnell. Der war nicht rare. An sich ist ja das Problem, in Anführungsstrichen, dass das japanische R so weich gerollt ist, dass es für uns wie ein L klingt. Das heißt, im Japanischen schriftlich gibt es kein L. Es gibt nur ein R, also Ra, Re, Ri, Ro, Hu, wenn man es bei uns ausspricht, aber da wurde es eben Ra, De, Di, Ro, Ru ausgesprochen. Also so weich gerollt, dass es quasi wie ein L klingt. Und das ist der offizielle Name und da steht Ru. Das ist ein Pu eigentlich, weil das I dahinter aber klein geschrieben wird, wird es von dem Pu das U weggenommen und das I daran gesetzt. Also es ist Rufi. Ah. Also im Deutschen ist quasi Rafi zur Hälfte richtig und zur Hälfte falsch. Weil es eben kein Ra ist, sondern ein Ru. Ja, also, check. Genau. Und die Art und Weise, das zu schreiben, ist aber hier gewählt als Katakana. Ja. Schriftzeichen. Gibt ja Hiragana und Katakana. Und die Katakana werden immer verwendet für ausländische Lehnworte, also die man sich ausgeleitet hat aus irgendwelchen anderen Sprachen. Okay. Um die eben darzustellen. Genauso wie hier vorne Monkey steht, obwohl das Wort Monkey gemeint ist, also Affe. Ja. Müsste man jetzt hier eigentlich auch anders schreiben. M-O-N-K-I-I. Langgezogenes I. Man meint damit aber den Monkey. Es ist halt nur die Art und Weise, wie die Japaner das quasi adaptieren in ihre Sprache. Und deswegen ist das Ruffy, also L-U-F-F-Y, das Richtige. Und das Ruffy, also auch R-U-F-F-Y, das ist das, was quasi die westliche Welt rausgemacht hat. Check. Okay, interessant. Warte mal, was? Ja, jetzt verstehe ich erstmal meinen japanischen Namen. Okay. Mega interessant und mega cool, dass du dich damit so auskennst, sagt Haku. Das freut mich auch mal wieder, wenn ich da so ein bisschen nicht aufklären kann, aber helfen kann. Weil ich es eben auch sehr cool finde, was da alles noch hintersteckt. Weil das ist für Leute, die den japanischen Manga auf Japanisch lesen und Japanisch können und auch so ein bisschen die japanische Kultur verstehen und kennen, hat das Ganze noch eine ganz andere Metaebene. Es gibt zum Beispiel, vielleicht kannst du dich auch erinnern, in der Hintergrundgeschichte von Zorro, wie er als kleiner Junge Schwertkämpfe gelernt hat. Da hatte er eine Freundin. Genau, Kuina. Ja. Und mit der hat er sich ja immer behagt und irgendwann hatten die so ein 1-gegen-1 Duell mit echten Schwertern, nicht nur mit den Bambusschwertern. Ja. Und da hat Zorro gewonnen. Ja. Und Kuina hat ja gesagt, dass sie als Mädchen eigentlich diesen Traum, oder als Frau, diesen Traum des stärksten Schwertkämpfers nicht träumen kann, weil Männer immer irgendwann eine Körperlichkeit entwickeln, die Frauen überlegen ist. Ja. Und dann hieß es irgendwann am nächsten Tag, wo ist Kuina? Und dann hieß es, dass sie die Treppe runtergefallen ist und gestorben ist. Ja. Dann haben ganz viele Fans gesagt, hey, warte mal, aber wir leben hier in einem Universum, wo ganz viele Sachen passieren und da soll ein Kind die Treppe runterfallen und stirbt. Das klingt irgendwie nicht nach One Piece. Und da greift wieder diese Lore im Hintergrund, dass es in Japan eine Art und Weise gibt, wenn man Kindern erklären will, warum der Spielkamerad nicht mehr zur Schule kommt. Ja. Dann sagt man denen nicht, der hat sich aufgehängt oder der hat Selbstmord begangen, sondern man sagt denen, der ist die Treppe runtergefallen.
Das ist eine Redewendung. Was? Das ist eine Art und Weise, Kindern so ein bisschen was nicht nahe zu bringen, sondern zu schützen. Genau, und das ist so ein Beispiel dafür, woran man erkennt, da sind noch ganz andere Sachen. Ach, hallo, eine Taube. Ein kleiner Besucher. Okay, das geht nicht, das ist geil. Kann man eine Taube ins Bild. What the fuck? Geil, Taube. Ja, wir müssen ein bisschen hier die Leute bei Stimmung halten. Ne? Jetzt Sachen passieren, die gar nichts damit zu tun haben. Einfach Taube rein, Alter. Geil. Genau, das war sehr random, ja. Genau. Aber es ist sehr süß. Also erstens, Jormungandr sagt, Mann, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass mir der Stream einen Mehrwert gibt, ja. Das kann ich so nicht bestätigen. Haku sagt tatsächlich, viele haben eine andere Meinung, was den Namen von Haku angeht. Was sagst du dazu? Also Haku Inu. Inu steht wahrscheinlich für Hund. Würde ich auch sagen, ja. Bei Haku habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf. Haku Inu. Ich kenne nur Shiba Inu. Das ist halt eine Hunderasse. Und genau, Akita Inu. Akita Inu ist die große Version davon. Genau. Akita Inu lebt hier. Der lebt. Sehr schön. Genau, ich weiß nicht, ob es auch einen Haku Inu gibt als... Sagt mir jetzt persönlich nichts. Also Shiba und Akita. Akita kenne ich. Inu ist der Hund. Okay. Vor allen Dingen, Haku schreibt doch gerade cool, also ist auch, macht auch Taubenhilfe anscheinend und Retten auf Tauben. Okay. Weißer Hund, müsste das dann nicht Shiro Inu heißen? Hätte ich jetzt auch gedacht. Oder Shiro. Haku ist der formellere. Ach, nee, meine Frau schreibt gerade, Haku ist der formellere Ausdruck für weiß. Ah, okay. Ja, das ist auch nochmal so ein Ding. Das ist für viele Sachen einen formellen und einen informellen und einen sehr höflichen und nicht ganz so höflichen Ausdruck gibt. Wollte Yatsuki fast Haku nennen, aber klingt nicht weiblich genug und von Chihiros Reise. Ah. Stimmt. Haku, so hieß ja oder so hat sich ja der Typ genannt. Wo der nicht nur Haku hieß, sondern Teil davon. Ja, siehst du, also ich lerne auch noch was. Deswegen weiß. Wahnsinn. Cool. So weißer Hund. Weißer Hund. Der weiße Drache. Der weiße Drache, ja. Ich mache das seit 4 Jahren ohne Taubenhilfe. Hauptsächlich mache ich aber die neurologischen Fälle, weil alles Schiss. Okay. Ja, das stimmt. Chapeau, Respekt. Ich habe hier einen Koala. Nein, sie heißt Koala, aber ist ein Mensch. Ist aber nicht Namis Schwester oder so, oder? Also, es wurde zumindest noch nicht bestätigt, aber es gibt da so viele Sachen. Nami ist ja auch nur von einer Ziehmutter aufgezogen worden. Das heißt also, ihre tatsächliche Herkunft gibt es nicht oder wurde noch nicht veröffentlicht. Das schafft immer sehr viel Raum für Theorien. Und Theoretiker sind bei One Piece auch sehr stark vertreten. Ja, aber aufgrund der orangenen Haare. Also ich hätte jetzt aufgrund der Gesichtszüge und der orangenen Haare. Das wäre jetzt mein einziger Einfall gewesen. Nehmen wir nochmal Absalom. Kennen wir schon. Kennen wir auch. Den kennen wir auch schon. Kennen wir auch. Die Krabbe kennen wir auch schon. Noch eine Karte. Den kennen wir noch nicht. Oh. Ein kleiner Zwerg. Also es ist einer von den sehr kleinen Charakteren. Oder es waren Feen. Ich weiß es nicht genau. Auch aus Dressrosa. Die haben sich dann irgendwann den Strohpiraten angeschlossen. Die ganz toll fanden. Sehr cool. Ist ein sympathischer Charakter, verdeckt seine Nippel durch seine Hosenträger. Mega geil. Und dann haben wir noch eine Super Rare. Cool. Auch wieder sehr dynamischer Shot von Brook. Das ist cool. Ist wieder sehr nice gemacht. Die sieht insane aus. Genau, und an manchen Artstyles kann man dann auch schon erkennen, welcher Künstler es ist. Und dann kann man auch gucken, okay, ist das hier wieder Kento Amemiya oder ist es dann doch wer anders? Das heißt, da kann man dann schon... manche machen das auch, das gibt es glaube ich bei Pokémon, dass die ganze Sammelalben für bestimmte Künstler anfertigen. Das heißt also, die sammeln dann nur
die Karten, die von dem Künstler gezeichnet Ah, okay. wurden. Und packen die dann da extra in ein Sammelalbum. Sieht auch nicht schlecht aus, weil es eben so einen Einheitlichen Look Artstyle hat dann, ja. Genau. So, damit müssen wir jetzt die Hälfte durch haben. Den hatten wir. Die hatten wir noch Den nicht. haben wir schon. Die noch nicht, das sind 2 nette Nebencharaktere. Die aber auch nicht viel machen. Die kommen nur immer mal wieder vor und feuern an. Supporter. Ähnlicher Fall. Kommen in der gleichen Story vor, sehen auch ähnlich aus, immer so verbunden, ein bisschen runtergekommen. Ja. Der Herr auch. Ja, auch die Zähne, der breite Mund. Da, mit denen. Den müsstest du auch noch kennen. Der kam noch bei Buggy, ne? Genau. Mhm. Kabachi. Noch eine Eventkarte, auch wieder mit Ene. Ja. Habe ich jetzt nur an der Hose erkannt, ehrlicherweise. Genau. Ist auch wieder vom Und hier haben Buggy. wir auch eine Super Rare. Nee, das ist der gegen Sanji gekämpft hat auf der Barati. Das ist der von Don Creek. Das war auch so eine traurige der Story. erste Offizier da? Ja, irgendwie so. Mhm. Oder was der erste? Oder einer von denen, genau. Ist er eigentlich erst alleine gekommen. Der hat das Fressen bekommen, ne? Der hat das Essen bekommen. Der hat dann da Essen bekommen, obwohl Sanjis Chef gesagt hat, nee, geben wir nicht Essen kostenlos, das soll er schön bezahlen. Und Sanji hat aber in seinem Edelmut gesagt, nee, also wer hier hungrig kommt, der kriegt auch Essen. Mhm. Mach langsamer! Schneller! Mehl! Mehr Mehl! Ja! Es ist wichtig. Ich muss die Welt retten. Ja, na gut, okay. Was hast du denn? Was? Ich hab nichts. Was? Oh. What the fuck? Gar nichts damit zu tun. Einfach Taube rein, Alter.